Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das Carcon Cruise. Ein Full-Size Family Long John mit einigen Komfort, einigen Premium-Extras, das einen attraktiven Preis aufweist. Und in diesem Video wollen wir uns das einmal ganz genau ansehen. Carcon ist die Premium-Cargo-Bike-Marke in der Accell-Gruppe. Und 2020 kam das Carcon Classic raus, das Long John mit der Tür in der Seite der Box. Und ich konnte mich schon in einem kurzen Eindruck davon überzeugen lassen, als ich da mit meiner Tochter zusammen durchs regnerische Hamburg gefahren bin. 2021 kam dann das Flatbed dazu, das sich eher für den gewerblichen Zweck eignet. Und jetzt ganz neu das Carcon Cruise, das im Grunde die ähnliche Zielgruppe anspricht wie das Carcon Classic, aber die Tür verliert und nochmal eine etwas andere Box bekommt. Und das wollen wir in diesem Video einmal uns ganz genau angucken. In diesem Video gehe ich zuerst auf die Daten und Fakten des Carcon Cruise ein. Dann auf die ganzen Details und Features, die mir so aufgefallen sind, und auch einen genaueren Blick auf die Box werden wir werfen. Und dann werde ich eine Runde damit drehen. Das wird allerdings nicht das einzige Video zu dem Carcon Cruise sein, denn am Ende der Testphase werde ich dieses Fahrrad einmal bewerten anhand der Radelbande Bewertungsmatrix, und ich werde dann auch meine ganzen Eindrücke aus dem Alltag mit 2 Kindern, einer Familie ohne Auto schildern. Also abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, damit ihr das nicht verpasst, und drückt auch die Glocke. Und noch ein kleiner Hinweis: Dieses Video hat teilweise Werbung von YouTube dazwischen. Guckt doch einfach die Werbung einmal an, nehmt euch die Zeit und schreibt einen Kommentar unten in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben, denn damit helft ihr diesem Kanal. Vielen Dank. Wir beginnen aber mal mit den Daten und Fakten. Das Carcon Cruise ist ein Long John. Es ist vorne mit einem 20 Zoll und hinten mit einem 27,5 Zoll Rad ausgestattet. Das Bike ist 2,60 Meter lang und wiegt leer nach Werksangabe 58 Kilogramm und darf maximal 225 Kilogramm auf die Waage bringen. Der Rahmen besteht komplett aus Aluminium und trägt eine Box aus expandiertem Polypropylen oder EPP. Als Motor kommt der Bosch Cargoline zum Einsatz. Das ist ein 250 Watt Motor mit 85 Newtonmeter Drehmoment. Bedient wird das System mit dem Intuvia Display oder dem Purion Display, und für die Stromversorgung gibt es verschiedene Akkuoptionen von 400 bis 1000 Wattstunden. Als Schaltung kommt hier die Enviolo, die dann auch mit Riemen kombiniert wird. Optional kann das Bike auch mit einer Kettenschaltung bestellt werden. Bei den Bremsen kommen die Tektro Dorado Vierkolbenbremsen mit 180 mm vorne und 203 mm Scheibe hinten zum Einsatz. Und für den Komfort gibt es vorne die SR Santur Mobi Federgabel und eine Seilzuglenkung. Und bei der Beleuchtung kommen E-Bike-Leuchten von Spanninger zum Einsatz. Der Sattel ist von Selle Royal und außergewöhnlich die Klingel, die kommt von Nog. Soweit zu den Daten und Fakten. Gehen wir jetzt mal auf die Geometrie und die Sitzprobe ein, denn das ist ganz spannend. Carcon sagt, dass dieses Bike für Menschen zwischen 1,60 Meter und 2,5 Meter geeignet ist. Das ist eine sehr große Bandbreite, und das Carcon ist somit eines der wenigen Räder, die tatsächlich auch für so große Menschen gedacht ist. Das erreicht Carcon dadurch, dass die Sattelstützenkonstruktion zweiteilig ist. Auf der einen Seite ist natürlich das Sitzrohr relativ niedrig, das haben andere Lastenräder allerdings auch, aber hier haben wir jetzt noch eine zweiteilige Sattelstützenkonstruktion. Der untere Teil wird mit einem Imbusschlüssel gesichert, der obere Teil hat einen Schnellspanner, und damit kann man den Sattel ganz einfach in der Höhe verstellen. Und es gibt auch einen Diebstahlschutz für den Sattel und auch eine Verdrehsicherung, sodass der Sattel sich immer in der richtigen Position befinden sollte und auch wahrscheinlich noch da ist, wenn du wieder zurück zu deinem Rad kommst. Dann haben wir auch einen in der Neigung verstellbaren Vorbau, sodass sich das Fahrrad unterschiedlich auslegen lässt. Entweder etwas sportlicher, dann macht man den Vorbau etwas weiter runter, oder so wie jetzt hier etwas höher, um eine etwas gemütlichere Sitzposition zu erlangen. Um auf den Sattel zu kommen, muss man hier dieses Oberrohr einmal überwinden. Das geht aber relativ einfach. Dann kann man das Rad vom Ständer schieben, setzt sich drauf, und ihr könnt sehen, das ist jetzt eine recht entspannte Sitzposition. Der Lenker, wenn er hier vorne wäre, hätte ich eine etwas sportlichere Sitzposition, und es ließe sich auch noch etwas weiter nach hinten machen, sodass ich wirklich sehr, sehr aufrecht sitze. Aber das hier ist jetzt ein guter Kompromiss. Auf jeden Fall kann man sehen, dass sich hier eine vielseitige Sitzposition erlangen lässt, sowohl für kleinere als auch für größere Fahrer und Fahrerinnen.
Starten wir mit den Details und Features und was mir bei Carcon zuallererst immer aufgefallen ist, ist dieser wunderschöne Rahmen. Besonders der hintere Rahmen hier, der ist wirkt wie aus einem Guss. Wir haben hier schöne, abgerundete, aber trotzdem reduzierte Form und auch die Rohrprofile sind echt besonders. Hier mit dieser konkaven Einkerbung an der Seite, das hat einen echt eindeutigen Look und ist bestimmt auch in der ganzen Konstruktion nicht das günstigste, aber das unterstreicht nochmal den Premium-Anspruch, den Carcon sich selber gegeben hat. Auf jeden Fall sieht das alles sehr fein verarbeitet aus. Auch die Schweißnähte sehen sauber aus, die Lackierung hier mit diesem weißen, gewissen Perlmutt-Effekt ist wirklich schön und alle Kabel, alle Leitungen sind hier in dem Rahmen integriert und gucken nur dann raus, wenn es wirklich notwendig ist, halt kurz vor der Schaltung und kurz vor der Bremse. Der Grundrahmen ist bei allen drei Carcons der gleiche. Das heißt, wir haben hier diese geradlinigen Formen, die sich auch dann unten auf der Unterseite der Box bis nach vorne durchzieht und dann so ein bisschen in diesem EPP-Aufbau ein wenig verschwindet. Wenn man allerdings das Regenverdeck hier entfernt, dann sieht man, dass man auch hier oben auf der Oberseite ein Rahmenelement hat, das ebenfalls in der gleichen Farbe lackiert ist und somit diese Linienform noch weiterführt. Also ich finde den Rahmen persönlich sehr, sehr schick. Es gibt ihn in verschiedenen Farben, in Schwarz als Grundfarbe und dann in zwei verschiedenen Farben hier am Sitzrohr oder in diesem Perlmutt-Weiß, das richtig schön in der Sonne glänzt. Auch die Akkusituation ist besonders, denn wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, erstmal zwei Akkus zu verbauen. Hier in diesem Fall zwei 400 Wattstunden Akkus und die sind jeweils sehr niedrig und zentral im Rad untergebracht und man kann trotzdem gut rankommen. Apropos gut rankommen, denn hier ist eine Besonderheit bei diesem Fahrrad, die ich persönlich sehr witzig finde. Der linke Akku, der lässt sich ganz einfach hier lösen und dann nimmt man den einfach raus. Jetzt bei dem zweiten Akku ist aber das Problem, dass das Schloss ja trotzdem auf der linken Seite ist. Man kommt hier also nicht ran. Und da hat Carcon sich so eine kleine Klappe überlegt. Dann dreht man so einen kleinen Knopf und zieht den Akku auf so einer kleinen Klappe nach vorne und kann dann von da aus ebenfalls den Akku lösen. Da. So, und dann kann man den Akku auch da ganz einfach rausnehmen, nimmt den Schlüssel wieder ab, schiebt diese Schublade wieder zurück und klappt es zu. Und dann hat man die beiden Akkusteckplätze und kann die Akkus dann auch ganz einfach wieder mit einem Klicken einsetzen. Also das fand ich eine ganz witzige Idee. Und der linke Akku ist natürlich ebenfalls ganz einfach befestigt. Eine weitere Besonderheit ist das größere Hinterrad. Anstatt von 26 Zoll wie bei den meisten Long Johns haben wir hier 27,5 Zoll. Die größere Reifengröße hat mehrere Vorteile. Auf der einen Seite ist die Auswahl an solchen Reifen mittlerweile größer als für 26 Zoll und die rollen komfortabler. Durch den größeren Radumfang werden Unebenheiten leichter weggeschluckt und auch optisch, finde ich, macht der größere Reifen hinten sehr viel her. Besonders dann, wenn man so wie ich etwas größer ist und auf diesem Rad sitzt. Ein weiterer Punkt, der interessant ist die Seilzuglenkung. Denn dadurch kann man konstruktiv natürlich einiges ein bisschen anders machen als bei anderen Long Johns. Die sind hier komplett redundant ausgeführt. Also es gibt zwei Züge pro Seite, die auch komplett in Zughüllen laufen, sodass das System auch sehr sicher ist. Der Lenkeinschlag ist nicht ganz 90 Grad, ist aber groß genug, um auch enge Kehren zu meistern und einen sehr kleinen Wendekreis zu ermöglichen. Und der nächste Vorteil ist, in beide Richtungen ist der Lenkeinschlag genau gleich groß. Das Carcon Cruise versteckt auch diese ganze Technik hier oben nicht. Und das ist noch so ein Punkt, der uns bei diesem Rad noch an anderer Stelle begegnet, besonders bei der Boxkonstruktion. Hier ist die Konstruktion und die ganzen Befestigungen liegen an einigen Punkten relativ offen, besonders dann, wenn das Regenverdeck demontiert ist, sieht man das. Aber das gucken wir uns jetzt an, wenn wir uns die Box einmal ganz genau vor Augen führen. Und hier haben wir verschiedene Besonderheiten. Auf der einen Seite besteht die Grundkonstruktion der Box aus expandiertem Polypropylen EPP. Das ist das gleiche Material, das auch in Boxen von Lieferdiensten zum Beispiel zum Einsatz kommt, damit das Sushi schön warm und die Pizza schön kalt bleibt. Und wir haben hier als Verstärkung noch so einen umlaufenden Rahmen, wie ich das eben schon gezeigt habe, aus Aluminium, auch in der Rahmenfarbe des Fahrrads gehalten, sodass es auch nochmal ein zusätzliches optisches Stilelement ist. Damit das EPP nicht so leicht angegriffen werden kann, ist hier vorne auf der Außenseite dann nochmal eine Debond-Platte. Dadurch ist es einfach, zum Beispiel auch Werbung aufzubringen. Das ist auf EPP ansonsten nicht so ganz trivial. Auf dieser Debond-Platte ist es aber sehr einfach. Also das Rad könnte man sich auch noch sehr einfach gestalten und die Box bleibt von äußeren Einflüssen ganz gut geschützt. Wenn man mal irgendwo gegenfährt, frisst sich
der Gegenstand nicht sofort in das EPP, sondern bleibt erstmal hier an diesem D-Bond hängen. Das finde ich auch eine gute Idee. Insgesamt ist die Box sehr stabil gestaltet und ist auch relativ industriell. Im Vergleich, die Box des Carcon Classic, die geht hier vorne noch so über dieses ganze, über den ganzen Steuersatz, über den Rahmen drüber und versteckt das Ganze. Das Carcon Cruise ist da etwas offenherziger. Das gibt dem Ganzen so einen industriellen Anstrich. Es präsentiert seine Technik eher, als dass es sie versteckt. Das muss man mögen. Aber es ermöglicht natürlich auch gerade bei der Wartung zum Beispiel, dass man einfach an den Steuersatz zum Beispiel drankommt, an die Lenkung und auch das Rad insgesamt nochmal etwas leichter warten kann. Der vordere Teil der Box ist relativ niedrig gehalten. Dadurch gibt es hier ein luftiges Raumgefühl, aber die Box ist durch den tiefen Ladeboden trotzdem sehr, sehr tief. Es gibt im Grunde nichts, was einfach so rausfallen kann. Und damit die Schultern der Kinder noch mal etwas besser geschützt sind und sie angenehm hier sitzen können, ist die Box dann hier auf der Rückseite durch so einen EPP-Kragen erhöht. Der dient allerdings nicht als Kopfstütze, sondern die Köpfe sind trotzdem noch hier über diesem EPP-Kragen. Aber die Gurte und auch dieses Sitzpolster sorgen dann dafür, dass die Kinder hier sehr angenehm sitzen können und auch dieser EPP-Kragen verläuft dann über den Schultern der Kinder. Die grundsätzliche Bank des Carcon Cruise ist klassisch aus Holz, aber was ich hier definitiv empfehlen würde, ist dieses Sitzpolster. Das fühlt sich sehr hochwertig an, ist weich gepolstert. EPP an sich ist schon relativ weich, aber dadurch haben die Kinder hier eine richtig angenehme Sitzbank. Und es sind hier 2 Sitzplätze vorgesehen, die beide mit einem 3-Punkt-Gurt ausgestattet sind. Und hier dann auch diese Schulterpolster, die sorgen dann dafür, dass das Ganze etwas angenehmer ist für die Kinder. Und dann bringt man diese beiden Gurtteile zusammen und steckt das zusammen. Und so kann man sie auch ganz einfach wieder lösen. Auch dieses Polster gibt es dann in verschiedenen Farben, um das ganze Bike so ein bisschen zu individualisieren. Aber auch für die kleinsten Passagiere ist gesorgt und hier gibt es 2 Möglichkeiten, um Maxi-Cosis mitzunehmen. Auf der einen Seite haben wir hier diese Aufnahmen, wo dann der Maxi-Cosi hier so über dem Inhalt der Box schwebt und die Kinder hier, die hinten sitzen, genug Platz haben, um auch ihre Beine auszustrecken. Und als zweite Möglichkeit gibt es noch eine gefederte Aufnahme, die in diesen Schienen sitzt. Diese Schienen sind überhaupt eine gute Idee, um noch weiteres Zubehör hier drin zu verbauen und auch die Sitzbank an sich ist auf diesen Schienen befestigt. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Box hier in einem relativ großen Abstand zu dem Ladeboden ist. Dadurch sitzen die Kinder nicht direkt auf dem Boden, sondern können ihre Beine, je nach Größe des Kindes, natürlich etwas baumeln lassen oder stellen sie einfach auf den Boden. Dadurch ist auch hier vorne genug Platz, um Rucksäcke oder andere Dinge abzustellen, selbst wenn Kinder in dieser Box sitzen. Und damit die Kinder selbstständig ein- und aussteigen können, sind hier vorne in dieser Box noch so kleine Trittstufen eingelassen, die auch mit Schutzfolie ausgestattet sind, damit der Rahmen nicht beschädigt wird. Das sind so kleine Details, die mir persönlich sehr gut gefallen. Und dann können Sie relativ einfach hier ein- und auch wieder aussteigen. Das Regenverdeck des Carcon Cruise lässt sich einfach montieren und demontieren. Innerhalb wenigen Minuten sitzt es hier passgenau auf dem Fahrrad drauf und hat einige schöne Details. Auf der einen Seite haben wir hier große Fenster, sodass selbst bei Schiedwetter kriegen die Kinder genug Licht und wir haben hier reflektierende Paspellierung und reflektierende Elemente, sodass das Rad auch im Winter oder bei Dunkelheit, wenn Autos es anleuchten, deutlich besser gesehen wird. Das ist ein definitiver Sicherheitsvorteil. Dann ist es auch über der Box sehr, sehr hoch. Also die Kinder können auch unter diesem Regenverdeck ohne weiteres stehen, aufstehen, einsteigen, aussteigen. Wie das mit den Fenstern und den Türen funktioniert, das zeige ich euch gleich noch. Das Regenverdeck geht hier hinten auch über den Lenker rüber, sodass die Hände noch mal etwas vor dem kalten Fahrtwind geschützt sind und der Lenker lenkt dann hier so ein bisschen in das Regenverdeck rein. Aber es ist auch egal, in welcher Position ihr den Lenker habt. Es passt immer unter dieses Regenverdeck. Es ist auch angenehm breit und hat natürlich dann auch Türen, damit man einfach ein- und aussteigen kann. Um das Regenverdeck zu öffnen, gibt es hier einen großen und sehr stabilen Reißverschluss, den man dann einfach nach oben zieht und hier einen Druckknopf, der dann die Rückseite des Verdecks
verschließt. Dann kann man das Fenster hier öffnen und bekommt einen großen Einstieg. Und wenn man mal mehr Platz braucht, damit die Kinder einsteigen können, kann man dann auch hier diesen stabilisierenden Riemen, der das Verdeck an Ort und Stelle hält, auch noch öffnen. Ist aber in der Regel nicht notwendig. Die Kinder können dann hier einfach einsteigen und wenn sie während der Fahrt etwas mehr Luft haben wollen, dann kann man auch einfach das Ganze hochrollen und hier mit diesem Klettstreifen fixieren, so dass man noch so ein bisschen Cabrio-Feeling oder zumindest etwas mehr Luft in der Box hat. Und zum Verschließen dann einfach hier den Klettstreifen wieder lösen, dann fällt es einfach runter, Reißverschluss schließen, Druckknopf drauf und fertig. Und dann gibt es hier noch ein kleines Geheimfach, das die Kamera gar nicht richtig aufnehmen kann, mit Klett, wo man dann so flache Gegenstände oder auch Unterlagen verstecken kann und was nicht sofort auffällt. Ja, das sind die ganzen Daten und Fakten, Details und Features und die Box des Carcon Cruise. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie sich dieses Family Long John tatsächlich fährt. So, ich habe den Ort gewechselt und ich habe das Regenverdeck einmal abgenommen, damit wir nochmal einen etwas besseren Fahreindruck bekommen und etwas mehr sehen können von den Videoaufnahmen. Hier drin befinden sich jetzt meine beiden sackähnlichen Mitarbeiter. Insgesamt circa 45 Kilogramm in der Box jetzt drin, 40 bis 45 Kilogramm. Und ansonsten ist das Rad so, wie wir es bekommen haben. Und wir legen jetzt mal los im Turbo-Modus natürlich. Und jetzt bei sanftem Druck geht der Motor schon ganz gut nach vorne. Interessanterweise, das ist mir schon in den ersten Fahrten aufgefallen und jetzt auch hier wiederum. Der Cargoline-Motor ist hier etwas anders abgestimmt, als ich das von anderen Cargo-Bikes mit dem gleichen Motor gewohnt bin. Also hier merkt man richtig, dass das Drehmoment von unten kommt und auch bei relativ niedrigen Kadenzen, also bei relativ niedrigen Drehzahlen. Ich versuche das mal zu zeigen. Also wir sind jetzt auf 0, treten jetzt gleich in die Pedale und mal sehen, wie das Rad beschleunigt. So, die kleinste Übersetzung ist relativ klein. Und jetzt sind wir bei 25 km/h. Also der Motor ist auch sehr angenehm leise. Das hat Carcon gut hingekriegt, das Ganze von dem Rahmen zu entkoppeln und so den Motor angenehm leise zu gestalten. Wenn es aber erstmal auf Geschwindigkeit ist, dann fährt es sich sehr entspannt. Man kann mit einer relativ niedrigen Kadenz unterwegs sein und sich des Tags erfreuen, des Sonnenscheins. Schaut nur, so wunderbar. Und man kann hier sehr gut auf der Drehmomentwelle mitschwimmen. Hier haben wir ihn, den klassischen Jerusalemsberg. Und hier werden wir gleich mal kurz anhalten und dann sehen, wie der Motor seine Arbeit tut an einer Steigung. So, Turbomodus und wir fahren mal ganz entspannt hier hoch. 20 km/h, ohne viel Druck auf dem Pedal. 21, nach wie vor 21. Jetzt fängt es so ein bisschen an zu kämpfen, müssen wir ein bisschen runterschalten. 18, 17 km/h, 16, 15. Ja, wenn ich jetzt mehr treten würde, wäre ich auch schneller. 15,6, 15,8 km/h. Das ist eine gute Geschwindigkeit. Also man merkt einfach diese 85 Newtonmeter des Motors. Die liegen hier bei relativ niedrigen Kadenzen an und bringen auch dieses Cargo-Bike halt auch längere Steigungen hoch. Allerdings ist zu erwarten, dass bei längeren Steigungen man dann auf Dauer doch etwas langsamer wird. Ja, und so aus einer niedrigen Geschwindigkeit raus beschleunigen funktioniert ohne Probleme. Und auch Unebenheiten werden echt gut weggebügelt. Das gefällt mir ganz gut. Wenn wir jetzt mal auch mit der Belastung in die Kurve gehen, dann fährt sich das wirklich sehr angenehm. Recht direkt, lässt sich einfach bewegen, neigt nicht zum Aufschaukeln und auch bei höheren Geschwindigkeiten mit der Beladung kann man es wirklich auch um Hindernisse bringen. Es ist natürlich nicht ganz so agil wie im unbeladenen Zustand oder auch wenn man mit einem kürzeren Fahrrad unterwegs ist, immer noch ein schweres Rad. Aber was auch gut ist, hier kann man ein kleines Stück mal den Lenker loslassen, ohne dass sich das Rad aufschaukelt. Insofern scheint das auch von der Gewichtsverteilung, von der Stabilität und der Geometrie des Rahmens sehr ausgewogen zu sein. Allgemein die Stabilität. Ich habe jetzt hier nicht das Gefühl, dass sich der Rahmen irgendwie verwindet. Die Federgabel macht eine gute Arbeit, die bügelt natürlich die gröbsten Unebenheiten weg. Der Rahmen an sich wirkt aber stabil. Das Einzige, das könnt ihr vielleicht hören, das Einzige, was Geräusche macht,
ist das EPP. An irgendeiner Stelle scheint EPP an EPP zu rubbeln oder EPP in Aluminium und da gibt es dann leichte Geräusche. Wir machen gleich mal den Bremstest und zwar an dem Parkverbotsschild oder Halteverbotsschild. 3, 2, ja. Das Rad braucht in etwa die Länge des Rades zum Stehen, also etwa 2,60 Meter. Zur Verifizierung können wir das nochmal machen. Diesmal an dem kleinen Stromverteilerkasten da vorne. Und jetzt. Ja, mit ein bisschen mehr Kraft verringert sich auch nochmal der Bremsweg auf etwa bummelig 2 Meter. 2 Meter bis 2,50 Meter ist der Bremsweg, wenn man richtig reinlangt. Die Bremsen brauchen ein bisschen Kraft. Da muss man für sehr gute Bremskraft einfach ein bisschen reinlangen. Aber an sich haben sie eine gute Bremskraft. Jetzt fahren wir hier mal so ein bisschen in den Park rein, ein bisschen Offroad. Gucken, wie er das macht. Hier darf man offenbar nicht durch, aber hier können wir einfach uns vorbeischlängeln so ein bisschen durch das alte Laub durch. Ja, sauber hier rüber, auch sauber über das Kopfsteinpflaster. Jetzt hört man natürlich so ein bisschen das EPP noch ein bisschen mehr arbeiten. Ein paar Vibrationen kommen dann doch durch, trotz des großvolumigen Reifens hinten, trotz des 27,5 Zoll Reifens. Aber das ist wirklich überschaubar. Also insgesamt doch recht komfortabel. So, und hier machen wir jetzt mal ganz kurz den Wendetest. Wie gut ist diese Seilzuglenkung? Wie eng ist der Wendekreis? Und kann ich auch beim Fahren wenden? Genau, voll eingeschlagen. Man kann nicht ganz 90 Grad, aber das ist schon ein sehr guter Wendekreis, den das Carcon Cruise hier hat. Und dann auch bergauf so ein bisschen raus beschleunigen, das macht echt Spaß. Also ist gut abgestimmt, das Rad. Also Bodenfreiheit könnte bei der einen oder anderen Stelle ein Problem sein, besonders wenn man irgendwie solche abschüssigen Hänge hat, an denen man entlang fährt. Wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann kommt man tendenziell ganz gut mit der Bodenfreiheit klar. Aber jetzt bin ich gerade irgendwo drüber gefahren über so einen kleinen Sandhügel. Das kann dann ab und zu mal vorkommen. Aber wenn man etwas sportlicher unterwegs ist, dann muss man das im Hinterkopf behalten, auch bei Kannstein, größeren Kannstein. Oder wenn man hier zum Beispiel fährt. Dafür ist das Rad natürlich nicht gemacht, aber auch das kann es echt gut. Die Federgabel, ich sehe das jetzt hier gerade von hier oben, die macht eine echt gute Arbeit. Die federt die ganzen Unebenheiten jetzt gerade richtig gut weg. Also das gefällt mir schon richtig gut. Und jetzt gehen wir mal auf die Preise ein. Das Carcon Cruise gibt es mit der Kettenschaltung und dem kleinen 400 Wattstunden Akku ab einem Preis von 5.099 €. Und wenn man die Version mit dem Riemen und der Enviolo haben möchte, muss man mindestens 5.499 € in die Hand nehmen. Hier in dieser Version mit dem 400 Wattstunden Doppelakku, also insgesamt 800 Wattstunden, der Enviolo, dem Riemen, dem Sitzpolster und dem Regenverdeck kommen wir auf einen Gesamtpreis von 6.677 €. Das ist dann aber auch schon fast volle Hütte. Also man kann sehen, dieses Bike hat einen tatsächlich kompetitiven Preis und ist deutlich günstiger als einige der Konkurrenten, die teilweise noch deutlich weniger an Ausstattung und an Komfort bieten. Aber wie fährt sich das Carcon Cruise jetzt tatsächlich im Alltag? Das werden wir in den nächsten Wochen erleben und dann werde ich euch auch alles darüber und meine Bewertung erzählen. Wenn ihr jetzt Fragen zu dem Carcon Cruise habt oder mir sagen wollt, was ich alles damit testen soll, was ich alles damit machen soll, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.